immer von hinten nehmen, ne? Ist so gut. Freunde, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, mein Name ist Dennis aus Hamburg immer noch. Wie lagere ich Düfte am besten? Das habe ich über die Jahre schon oft genug erzählt und ja, als Video rausgebracht. Ich gebe auch Playlisten, also schaut gerne in meine ganzen Playlisten, da findet ihr sie. Ich habe also ein paar mehr Videos schon gemacht, aber für die Neuen natürlich, die mich jetzt gefragt haben, die noch nicht so lange hier sind und auch noch nicht so lange im Business, wie stelle ich Düfte am besten auf oder beziehungsweise wie lagere ich Düfte am besten? Das ist eine gute Frage, aber eigentlich ganz einfach zu erklären. Also über die ganzen Jahre, die ich das mache, vorweg, ist noch nicht ein Flakon gekippt. Und ich mache das nicht seit 5 oder 10 Jahren, sondern länger. Fakt ist, ihr müsst sie immer dunkel lagern am besten und ja, trocken, kühl. Zwischen 18 und 20 Grad am besten. Natürlich geht das nicht immer, vor allem in Hochsommer nicht. Weil wir haben hier nicht so wie in Florida, Dubai etc. pp. Klimaanlagen in den Wohnungen und Häusern. Natürlich manche ja, manche nicht. Aber grundsätzlich 18 bis 20 Grad. Aber macht euch keine Angst, wenn es wärmer wird. Grundsätzlich passiert nichts. Also mir ist nichts passiert. Es ist natürlich auch ich wollte gerade sagen, Tagesform des Flakons. Guck mal, wenn ihr im Store einkauft, ich bin grundsätzlich ein Befürworter für kauft auch im Laden, weil nicht nur online, weil dann geht, wir haben nichts davon, wenn das da draußen alles platt geht oder platt gemacht wird. Fakt ist aber, ihr habt grundsätzlich, wenn ihr in einen Store, einen Parfümladen kauft, stehen diese Düfte, ich verstehe das nicht, es muss natürlich beleuchtet sein, klar, es kann ja nicht dunkel sein, aber sie stehen eben auf Licht und das Licht wird warm. Ich habe ein besseres Beispiel, ich habe mal den Azzaro, ich glaube den Azzaro Pour Homme, den alten, ich glaube ich, gerochen, der war gekippt. Der war gekippt im Laden, weil der die ganze Zeit auf diesem warmen Licht steht und auch die Lichter dahinter. Ihr müsst nach ganz hinten greifen und vielleicht ein Flakon. Das Risiko ist trotzdem da. Deswegen in diesem Fall, was Parfüm angeht, vielleicht online. Aber ich will das jetzt auch nicht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Fakt ist aber, das Tageslicht, laut Herbert Streger, glaube ich, Herbert Streger hatte das auch mal erwähnt, das Licht ist meistens das Problem. Aber ihr solltet also Düfte dunkel lagern, so gut wie es geht. Ich weiß, am Anfang wollt ihr das hinstellen. Ich meine, ich habe das auch, ich habe meine Nischendüfte auch im Parfümschrank und ich habe ja mehrere Düfte und auch mehrere Schränke. Ich habe aber auch manche in Kartons drin. Das ist eben so, weil ich einfach zu viel Düfte habe. Aber ich bin auch noch, oder wir sind hier an Umbauen und mal sehen, wie ich das alles später mache und so weiter und so fort. Das erstmal muss was anderes fertig gemacht werden. Aber es ist auch Fakt, meine stehen soweit im Dunkeln. Wenn man Licht anmacht, also jetzt kriegt nicht gleich Panik, wenn wir Licht anmachen, kann man nicht mal Licht anmachen? Natürlich, Mann. Aber sie sollten nicht in Sonnenlicht grundsätzlich nicht stehen. So, Punkt. Hitze nicht und vor allen Dingen nicht im Badezimmer. Viele haben ihre Düfte im Badezimmer und das ist nicht gut. Das ist im Endeffekt Mist. Das solltet ihr nicht machen. Luftfeuchtigkeit ändert sich da immer und so weiter und so fort. Das ist nicht schön und deswegen dort nicht. Auch dort ist noch nichts. Meine Frau hat ganz günstige Düfte dort stehen. Ist noch nichts gekippt. Also es ist, wie gesagt, Tagesform. Ihr müsst Glück haben oder nicht. Frage ist auch, wenn ein Parfüm ganz kalt ist, das macht nichts, weil ihr könnt das so und so nicht verhindern, selbst wenn ihr was schicken lässt, dann ist es meistens in tiefstem Winter oder wenn es kalt ist, ist auch das Paket kalt und der Duft da drin ist einfach eiskalt. Macht aber nichts, die Duftmoleküle gehen in dem Fall nicht kaputt. Nur Hitze und Wärme, Feuchtigkeit macht es nicht. Feuchtigkeit kann ich jetzt euch nicht genau erklären, das habe ich einfach mal nur gehört. Das ist einfach so, es ist ja klar, wenn irgendwann geht auch das, eine Feuchtigkeit geht auch in den Flakon, egal wie dicht der ist. Das ist einfach so, Wasser oder Feuchtigkeit findet immer seinen Weg. Aber, wie gesagt, Parfümschrank muss nicht in der Sonne stehen, also habt einen Raum, eine Ecke, wo ihr das hinstellt. Dann ist alles kein Problem. Und wie gesagt, wenn ihr zu viel Düfte habt, müsst ihr so und so überlegen, wie ihr das macht. Es sei denn, ihr habt natürlich ein Haus und dann könnt ihr das machen. Aber Fakt ist, immer gut dunkel lagern, am besten bei zwischen 18 und 20 Grad. Das ist schwierig, aber selbst wenn es warm wird, passiert nicht. Also jedenfalls bei mir ist noch nichts passiert. Wie gesagt, das ist Tagesform. Es kann sein, dass ihr einen Duft habt, der nicht gut ist. Im Store solltet ihr aufpassen, vielleicht immer von hinten nehmen und so weiter. Immer von hinten nehmen, ne? Ist so und so gut. Und
ja, alles andere ist eben Glückssache. So. Wichtig ist wirklich die Lagerung. Ihr könnt einen Parfümschrank haben, ihr könnt einen offenen Parfümschrank auch haben, aber grundsätzlich nicht irgendwo, wo die Sonne ständig reinknallt oder irgendein Licht aufknallt. Und wenn ihr einen Parfümschrank mit Licht haben wollt, ob LED oder nicht, das ist alles schön und gut, aber nicht dauernd anlassen. Für Fotos, mal ein bisschen, wenn Besuch kommt, kurz könnt ihr das machen oder was auch für euch, aber lasst es. Ich weiß, das sieht geil aus, aber lasst es. Es macht keinen Sinn, weil dann macht das die Düfte eventuell, ich muss sagen, wirklich eventuell, das ist wie mit der Haltbarkeit, ist auch nicht bei jedem schlecht und jeder hat eine andere Haut und die Duftmoleküle verbreiten sich anders und wenn ihr schwitzt und trockene Haut und so weiter und so fort. Und so ist das im Endeffekt. Ihr müsst einfach Glück haben und mehr muss man da eigentlich auch nicht zu sagen. Ich glaube, besser kann ich das einfach nicht beschreiben oder erklären. Gute Temperaturen am besten, macht euch aber keine Sorgen, wenn es wirklich mal warm wird. Im Sommer wird es eben warm, es sei denn in der Klimaanlage. Dunkel lagern am besten, also es muss nicht, ne, ihr könnt das natürlich, in OVP könnt ihr es auch lassen, klar, aber wenn ihr natürlich 300, 400, 500, 600 Düfte habt, dann ist mit OVP, das ist irgendwann too much, das ist doch ganz klar. Und nur Hitze, ganz Wärme und dieses extreme Licht von irgendwelchen Birnen, LEDs, Tageslicht, das solltet ihr vermeiden. So, ich wiederhole mich sonst. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und dann, ja, mach's gut und bis zum nächsten Mal.